Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ihr seht es schon, ich befinde mich gerade im Findungsprozess und probiere die optimale Stelle im Studio zu finden, mein Mikrofon für die Hauptaufnahmen zu positionieren, dass es von der Akustik her am besten klingt. Und während dieses Prozesses dachte ich mir auch, es wäre mal wieder schön, frischen Wind in die Videos zu bringen. Und deswegen habe ich sowohl das Kamerasetting als auch das Mikrofonsetting mal aktualisiert und wollte einfach mal was Neues probieren, dass ihr auch leichte neue optische Reize habt. Ich muss aber gleich sagen, gewöhnt euch bitte noch nicht an die Kamera. Die finde ich dort bis jetzt grauenvoll, weil ich jetzt irgendwie so ein bisschen von oben auf euch herabschaue und das wirkt natürlich etwas arrogant, so soll es nicht rüberkommen. Ich wollte jetzt aber während des ganzen Verkabelns und etc. euch trotzdem ein bisschen Content produzieren und wieder mal ein Video raushauen. Deswegen dachte ich mir, komm, das sind alles Kleinigkeiten. Wir sprechen ja über Audio, nicht über visuelle Sachen. Deswegen ist das jetzt nur mal eine vorübergehende Lösung. Ich habe auch mein altes TLM49 mal wieder ausgepackt und dachte mir, das wäre vielleicht dann doch ein Upgrade zum Rode NT1 Mikrofon, um vielleicht auch nochmal die Sprachqualität ein bisschen nach oben zu peitschen. Ich habe jetzt für das Neumann TLM49 im ganzen Stress der letzten Wochen noch kein optimales Setting gefunden, also noch keine Vocal Chain, wie das Mikrofon jetzt am besten klingt. Das werde ich jetzt im Anschluss an der Aufnahme mal probieren, für euch was zusammenzuschustern, dass ihr einen schönen Sound habt, während ich euch was über Musik erzähle. Im heutigen Video, um auf das Thema Musik zurückzukommen, soll es um eine Firma gehen, die ich schon relativ lange auf dem Schirm habe, und zwar um Safari Pedals, die sehr, ich sag mal, einzigartige Interfaces für die Plugins wählen. Also die Plugins sind nicht in so einem 0815 Design, sondern sind schon irgendwie immer ein kleiner Hingucker. Und die haben vor kurzem ein Plugin rausgebracht, das Ganze nennt sich Camel Strip. Das ist ein Channel Strip, der hauptsächlich für die Produktion von Vocals und Drums genutzt werden kann. Und wir wollen heute mal schauen, was eigentlich hinter dem Plugin steckt. Deswegen habe ich euch jetzt eine Session vorbereitet. Da steigen wir direkt ein. Let's go! Ich habe das Ganze jetzt für euch so angelegt, dass wir die Vocal sozusagen in zwei verschiedene Busse schicken können. Das wäre einmal in den Grundmix, also der Mix vom ursprünglichen Song, wie ich ihn damals vor, ich glaube, mittlerweile 4,5 Jahren produziert habe. Und ich habe noch mal einen extra Bus angelegt, wo wir die Vocal quasi nur in den Camel Strip reinschicken. Und wir wollen heute nur mit dem Camel Strip mal so nah an den Vocal Mix kommen, wie ich es damals ungefähr auch gemixt habe. Und deswegen hören wir jetzt erstmal in den Grund-Vocal Mix rein, wie er damals geklungen hat und was heute auch ungefähr unser Ergebnis sein soll. Hängen mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern, weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter, die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater, heute seriös, damals Verbrecher, egal. Ich denke, das reicht, um erstmal einen Grundeindruck zu bekommen, was heute das Ziel sein soll. Die Vocal ist sehr, sehr stark komprimiert. Wir haben kaum Schwankungen in den Dynamics und wir haben ein schön ausgeglichenes Frequenzband. Das Ganze probieren wir jetzt mit dem Camel Strip umzusetzen und wir steigen mal direkt in das Plugin-Interface ein. Ich erkläre euch kurz, was wir alles für Möglichkeiten haben. Das erste, das ich positiv bei dem Plugin erwähnen möchte, ist, dass es vollständig skalierbar ist. Also ich kann die Größe sehr, sehr flexibel anpassen. Also gerade auch für Leute wie mich, die auf eine Brille angewiesen sind, kann ich mir das Plugin hier in der Größe anzeigen lassen, dass ich gegebenenfalls auf meine Brille beim Mixen verzichten kann. Ansonsten bringt das Plugin standardmäßig eine unfassbar große Preset-Bank mit, was ich auch schon sehr, sehr positiv finde, wo wir auch gleich sehen können, dieses Plugin findet hauptsächlich seine Anwendung im Bereich Vocals, Drums und Gitarren. Und ich kann hier gleich einen coolen Starting Point finden, wo ich vielleicht nicht mehr ganz so viele Anpassungen machen muss, um einen guten Sound zu erzielen. Oder wo ich jetzt einfach mal reinschauen kann, was für Möglichkeiten hat das Plugin überhaupt und wie klingen andere Presets von vielleicht bekannteren Mixing-Ingenieuren. Wir starten heute aber mal mit dem Default Preset und wollen gucken, wo wir eigenständig hinkommen können. Ansonsten auf der linken Seite befindet sich die EQ-Sektion mit Höhen, Mitten und Tiefen, die ich hier dazu oder wieder rausnehmen kann aus dem Vocal-Signal, und wir können zwischen drei verschiedenen Equalizer-Typen entscheiden. Das ist einmal der standardmäßige Pultec-Equalizer, der 73er müsste eine Neve-Emulation sein und 4K ist eine SSL-Channel-Emulation.
Unterhalb des Equalizers haben wir das Gate, das wir parallel über einen Prozent-Button sozusagen dazufahren können. Und ich denke, hier wird im Hintergrund ein Threshold und eine Ratio bestimmt, wie stark das Signal, das dann sozusagen unterdrückt werden soll, rausgenommen wird, dass wir gegebenenfalls Störgeräusche oder einen Mikrofonbrummen entfernen können. Das Ganze können wir einstellen in Soft oder Hard, also je nachdem, wie stark dieses Gate dann reagieren soll. Haben wir ein Stereosignal, haben wir auch einen Width-Button, mit dem wir das Stereosignal sozusagen nochmal in die Breite spreaden können, um eine breitere Vocal beispielsweise zu erzeugen. Das Ganze ist aber kein Doppler, also wir brauchen hier schon Seitinformationen, dass das Ganze auch korrekt funktioniert. Rechts daneben einen allgemeinen Blend-Button, dass wir das Plugin auch komplett parallel nutzen können und sozusagen wieder ein bisschen Originalsignal dazufahren können, dass wir nicht ganz 100% von dem Plugin-Effekt auf der Stimme haben, um gegebenenfalls einfach noch bei einer starken Kompression Transienten wieder zurück ins Signal zu bringen. Ansonsten in der Mitte haben wir einen großen FX-Button, wo ich entscheiden kann, ein Plate oder ein Spring Reverb parallel dazu zu fahren. Das war jetzt schwierig zu sagen, habe ich jetzt bestimmt 3, 4 Anläufe gebraucht. Ich hoffe, ihr habt den Cut nicht gesehen. Das bedeutet, wir können quasi auch innerhalb dieses Channel Strips eine Räumlichkeit bei der Vocal erzeugen. Rechts unten finden wir dann die Kompressorsektion, die wir auch parallel dazuschalten können. Prozentknopf regelt hier sowohl die Ratio als auch die Attack, Release und den Threshold, also wie stark der Kompressor im Endeffekt auf das Vocal-Signal reagieren soll. Und auch hier haben wir wieder 3 verschiedene Kompressoremulationen. Einmal den Fairchild-Kompressor, einmal den 2A, eine eher smoothere Kompression, die sehr, sehr langsam reagiert, und einmal den 76er-Style, also einen aggressiven, sehr, sehr schnellen Kompressor, wenn wir eine deutlich hörbare Kompression haben wollen oder vielleicht einfach ein sehr, sehr dynamisches Signal haben, das wir kontrollieren müssen an der Stelle. Ansonsten haben wir noch die Option hier oben Oversampling anzuschalten und das ganze Plugin auf der linken Seite beizupassen, beziehungsweise den Output-Knob, um wieder Lautstärke beim Plugin rauszunehmen, da der Kompressor oder gegebenenfalls auch der Equalizer Lautstärke dazufahren und wir einen A- und B-Vergleich auf der gleichen Lautstärke haben wollen, um entscheiden zu können, machen wir gerade alles besser oder machen wir gerade einfach nur alles lauter und klingt dadurch automatisch besser. Ja? In der Mitte noch relativ cool ein VU-Meter, das mir zeigt, wie laut gerade der Input ist, also das Signal, das in das Plugin reingeht. Und sollte mir das nicht ausreichen, habe ich einen Input-Drive, der sozusagen etwas Verzerrung und Sättigung und vor allem auch Lautstärke dazu boostet, dass das Plugin mehr Signal im Input bekommt. Oder ich schalte das ganze VU-Meter um auf die Kompression und kann mir anschauen, wie stark arbeitet gerade der Kompressor. Und damit habe ich eigentlich alle Analyzer-Tools in diesem Plugin drin, die ich brauche, um die einzelnen Tools bzw. Bedienelemente richtig einstellen zu können. So viel jetzt erstmal zur ganzen Theorie und zum Interface des Plugins. Wir haben natürlich wieder für Safari Pedals typisch ein sehr, sehr optisch hervorstechendes Interface, was ich relativ gut finde, bringt einfach ein bisschen frischen Wind in das Mixing rein. Wir wollen jetzt mal hören, wie das Ganze klingt und steigen jetzt mit dem Klangbeispiel ein. Ich fange jetzt einfach mal an, die Vocal zu mixen und lasse euch einfach teilhaben und erkläre euch hin und wieder mal ganz kurz, was ich eigentlich gerade für ein Ziel hatte. Hängen mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern, weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter, die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater, heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt, kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen, über eine Shisha-Bar in paar Probleme, doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt in meinen Genen und werd mit dem prägenden Pathos mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen, Hängen mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern, weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter, die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater, heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt, kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen, über eine Shisha-Bar in paar Probleme, doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt in meinen Genen und werd mit dem prägenden Pathos mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen,
Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern, weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter, die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater, heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt, kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen, über ne Shisha-Bar in paar Probleme, doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt in meinen Genen und werd mit dem prägenden Pathos mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen, Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern, weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter, die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater, heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt, kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen, über ne Shisha-Bar in paar Probleme, doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt in meinen Genen und werd mit dem prägenden Pathos mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen, Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern, weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter, die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater, heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt, kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen, über ne Shisha-Bar in paar Probleme, doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt in meinen Genen und werd mit dem prägenden Pathos mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen, Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern, weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter, die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater, heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt, kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen, über ne Shisha-Bar in paar Probleme, doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt in meinen Genen und werd mit dem prägenden Pathos mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen, Also, das wäre jetzt erstmal so mein erstes Setting beim einfachen Rumspielen mit dem Plugin. Ich habe mich für den 73er Stil EQ entschieden, da ich das Gefühl hatte, dass die Höhen da noch am natürlichsten klangen. Ich fand, bei dem, Pultec und bei der SSL-Emulation klang es dann doch sehr, sehr harsch und sehr, sehr spitz. Das hat mir persönlich einfach nicht so gefallen. Ich finde die Vocal, so wie sie aufgenommen ist, schon relativ clean und wollte nur noch einen ganz, ganz leichten Schimmereffekt sozusagen in den Höhen erzeugen. Die Mitten habe ich minimalistisch geboostet, kaum hörbar, einfach um die Vocal 'n bisschen präsenter zu gestalten. Und im Low-Bereich habe ich mich dazu entschieden, 'n bisschen was rauszunehmen, dass sie einfach 'n bisschen cleaner klingen, die Vocals, und ich das mochte, wie er abgesenkt hat, der Equalizer. Der Kompressortyp 76, hat mir am besten gefallen. Er klang am wenigsten harsch und hat am wenigsten verzerrt und gefärbt. Ich fand, der Fairchild hat relativ schnell angefangen, unschön zu klingen, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei anderen Stimmen der Fairchild 'n geilen Klangeffekt erzeugen kann. Ansonsten habe ich 'n bisschen Input Drive dazugefahren und ich muss sagen, der FX-Button mit dem Plate oder Spring Reverb hat mir einfach persönlich nicht so gut gefallen. Ich muss das Ganze natürlich aber auch im Kontext mit dem Beat hören und deswegen schalten wir den jetzt mal dazu und ich mache noch mal kleine Adjustments. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern, weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter, die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater, heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt, kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen, über ne Shisha-Bar in paar Probleme, doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern, weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter, die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater, heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt, kommt von der schiefen Bahn und krummen Wegen, über ne Shisha-Bar in paar Probleme, doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln und auch wenn sie hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt in meinen Genen und werd mit dem prägenden Pathos mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen, Also, ich finde, dass das Ganze schon wirklich sehr, sehr gut klingt. Ich habe noch mal am Equalizer etwas nachjustiert, die Tiefen wieder etwas dazugefahren um 1 dB und vor allem Mitten und Höhen geboostet, dass die Stimme sich gegen den drückenden Beat besser durchsetzen kann und wieder
etwas mehr in Konkurrenz steht, weil sie dann doch sehr, sehr untergegangen ist. Und ich habe vor allem nochmal mehr Kompression dazu zu geben, dass die Woke noch einen kleinen Ticken mehr nach vorne kommt und sich nicht so hinter dem Beat versteckt, sondern ein bisschen präsenter wirkt. Und das Ganze, die kleinen Anpassungen haben schon Gold bewirkt, dass die Woke jetzt relativ geil klingt. Ich bin ehrlich, um in der Konkurrenz zu anderen Vocal Chains zu stehen, müsste ich jetzt mit einem Equalizer ein paar Tiefen speziell rausnehmen in bestimmten Frequenzbereichen, die für mich jetzt einfach noch störend klingen. Wir werden jetzt trotzdem nochmal den Vorher-Nachher-Vergleich machen zwischen Camel Strip und meiner alten Vocal Chain. Und ich denke, dass der Camel Strip gar nicht schlecht abschneidet im Vergleich zur alten Vocal Kette, die natürlich aus deutlich mehr Plugins besteht. Wir hören mal rein. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tet am Arm sind verdeckt mit nem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher. Egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Und von der schiefen Wand und krummen Wegen über ne Shisha war ein paar Probleme. Doch hatte mir vorgenommen, all diese Scheiße in diesem Jahr irgendwie nochmal zu regeln. Und auch wenn hinterrücks Scheiße erwähnen, ich habe, was ihnen fehlt, in meinen Genen. Und werd mit den prägenden Parts aus mein Leben in den nächsten Jahren hier etwas bewegen. Also Camel Strip klingt ein ganz, ganz klein bisschen voluminöser, dadurch, dass ich dort die bestimmten Störresonanzen in den Tiefen nicht rausgezogen habe. Aber im Allgemeinen finde ich den Camel Strip schon sehr, sehr geil. Ich finde auch, dass durch die ganz kleinen Adjustments, die wir jetzt gemacht haben, und das waren wirklich wenig Mausklicke, also mit dem Plugin kommt jeder, denke ich, gut zurecht, da es eine relativ überschaubare Anzahl an Settings hat, die man treffen kann. Nichtsdestotrotz klingt er sehr, sehr gut und das Voluminöse gefällt mir in dem Song auch besonders gut. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, welche der Vocal Chains ich besser finde. Ich habe auch mit den Safari Pedal Hersteller mal geschrieben und gesagt, dass ich persönlich noch einen Low Cut relativ geil finde, den man vielleicht noch im unteren Bereich des Plugins mit einbringen könnte, um die Störresonanzen bzw. Drittschallresonanzen im tiefen Frequenzbereich, die noch gar nicht zum Stimmspektrum gehören, rausfiltern zu können. Und für alle, die noch nach einem günstigen Plugin bzw. nach einem günstigen Channel Strip, gerade vielleicht auch für Einsteiger suchen, würde ich euch das Ganze wärmstens ans Herz legen, einfach mal auszuprobieren, da ihr hier wirklich mit minimalen Einstellungen sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen könnt. Und das war auch schon mein Video zum Camel Strip von Safari Pedals. Ein, wie schon zu Beginn gesagt, sehr optisch einzigartiges Plugin, was aber auch viele Funktionalitäten mit sich bringt und uns gerade beim Mixen von Vocals helfen kann, wenn wir vielleicht nicht so viel Zeit haben sollten und einen schnellen Vocal Mixdown brauchen, da wir hier alles dabei haben, was wir uns eigentlich von einem typischen Channel Strip erhoffen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die YouTube-Kommentare schreiben, ob ihr das Plugin schon abgecheckt habt, ob ihr euch das Ganze schon zugelegt habt oder erstmal nur getestet habt, beziehungsweise was ihr allgemein vom Sound des Plugins haltet. Das Ganze würde mich nämlich tierisch interessieren. Wenn ihr mehr sehen wollt von Safari Pedals, dann schreibt es mir doch gerne mal in die YouTube-Kommentare. Dann werde ich zukünftig auch noch die anderen Plugins abchecken und aufarbeiten. Ich habe bei dem ein oder anderen Plugin auch schon mal die Demo aktiviert und mir das Ganze angeschaut und muss sagen, der Klang der Plugins ist wirklich gut und man kann damit einen großartigen Sound erzeugen. Für die nächste Woche habe ich euch auch schon ein ganz, ganz besonderes Video vorbereitet. Da geht es wieder mal um Jason Joshua, da ihr das in den Kommentaren am häufigsten angefragt habt und er jetzt erst vor kurzem eine Mixing Series in London abgehalten hat. Und dort waren wieder viele, viele Banger-Informationen dabei, die ich euch natürlich in einem Video aufbereiten möchte. Deswegen freue ich mich schon auf eure Reaktion zu diesem Video. Ansonsten bleibt mir für heute nicht mehr übrig, als euch noch einen schönen Restsonntag zu wünschen. Wir sehen uns nächste Woche wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Jeff.